Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Unreal Engine 4 Tutorial. Heute geht es um etwas Performance-Technisches. Heute zeige ich euch, wie wir Texturen-Maps ausblenden können. Das hat den Vorteil, dass wir so ein wenig Performance sparen können. Also würde ich sagen, let's go! Als erstes erstellen wir ein neues Material. Ich nenne es mal Texture One. Um das Ganze besser darzustellen, verwende ich hier in diesem Beispiel Farben. So kann man nachher den Unterschied besser sehen. Damit wir die beiden Farben überblenden können, nutze ich hier die Linear Interpolation. Ja, jetzt haben wir die Linear Interpolation, aber wir brauchen die Daten, wo wir aktuell stehen, damit wir nachher von unserer Position aus, also von unserer Kameraposition aus, die Sachen überblenden können. Dazu berechnen wir die Distanz von der Kamera und der absoluten Weltposition. Dann teilen wir durch 5000 und dann nutze ich hier die Power und den Exponent 2, da wir einen Wert von zwischen 1 und 0 haben wollen, noch eine Clamp-Funktion. Das war es eigentlich schon. Jetzt haben wir eigentlich das hier alles fertig. Nun können wir uns das Ganze mal anschauen. Und wie wir hier sehen, das rote ist quasi die High Resolution und das grüne das ausgeblendete oder die Low Resolution. Nun kann man ein bisschen mit den Werten experimentieren und hochstellen oder runterstellen. Der Exponent definiert, wie soft überblendet wird. Also wenn ich das hier auf 1,1 umstelle, dann wird es softer, wie wir das jetzt auch hier sehen können. Wir können es auch nochmal zurückstellen. Dann sehen wir auch nochmal, dass es wieder ein bisschen härter ist. Das sehen wir daran, dass es nicht mehr so orange ist. Der zweite Wert hier definiert, wie weit überblendet wird, sprich die Entfernung. Hier jetzt mal ein extremes Beispiel. So haben wir eine größere Innenfläche, also der A-Wert in unserer Lerp-Funktion ist nun größer. So, nun können wir das Ganze auch stapeln, sprich wir können mehrere Überblendungen machen, so viel wie wir wollen. Hier packe ich jetzt nochmal eine zweite Lerp-Funktion hinzu und eine zweite Farbe und binden die hier rein, können den Wert dann ein bisschen erhöhen und haben dann noch eine weitere Farbe hinzugefügt. Hier sehen wir jetzt wieder unser Rot und unser Grün dazwischen drin und das Blau ist dann der Rest. Ja, jetzt denkt ihr euch vielleicht, wozu das Ganze eigentlich? Ich habe doch LODs und das ganze andere. Durch dieses Ausblenden könnt ihr eure Performance ein bisschen runterschrauben. Zum Beispiel Normal Maps ausblenden, Roughness ausblenden und Texturen von einer höheren Resolution auf einer tieferen Resolution umschalten. Und das Ganze spart Performance. Das habe ich mal ausprobiert, hat funktioniert. Ja, wie gesagt, das mit dem LOD das mit dem Normal Map ausblenden, Roughness Map ausblenden, das machen wir mal jetzt. Ja, nun habe ich jetzt hier mal ein paar Texturen reingeladen, die werden gerade noch kompiliert. Jetzt füge ich das ja einfach ein. Oben links sehen wir, glaube ich, die Roughness. Die überblende ich einfach mit dem Wert 1, weil so viel Roughness braucht man in der Entfernung nicht. Und meistens ist es dann eh weiß und weiß ist bei uns hier auch 1. Dann überblende ich hier noch die Normal Map. Ja. Schauen wir uns das Ganze mal an hier. Nun sehen wir schon hier in der Entfernung da sehen wir, dass das schwärzer wird und da wird im Prinzip unsere Normal Map und unsere Roughness ausgeblendet. Das ist so auch in anderen Spielen, kann man auch da beobachten. Ja. Wir sehen, das ist jetzt alles smooth hier. Wir können jetzt auch nochmal hier
eine Texture, eine Landscape Coordinate hinpacken. Das müssen wir dann auf alle Texturen anwenden. Nun sehen wir dann hier auch in der Welt ist es ein bisschen größer und wir können nochmal besser beobachten hier. Schöner sieht das aus. Da hinten ist dann wieder alles ausgeblendet. Ja. Das wäre es jetzt eigentlich auch wieder vom Video gewesen. Mit diesem kleinen Tutorial oder Trick. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns zum nächsten Tutorial. Euer Quergamer. Bis denne. Ciao.